Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Beginner's Guide. Im ersten Part haben wir Coda schon ein bisschen kennengelernt, seine ersten Level. Ein bisschen über halt den guten Davey erfahren, wie er Coda kennengelernt hat und alles. Und wir sind gerade im Kapitel 5, Januar 2009. Wir schauen uns mal an, was irgendwie, ich glaube, was fertig Fische los oder so hieß das Level, irgend so was. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Okay. Ein Puzzle. Wir kommen auch nicht mehr zurück, müssen die Tür öffnen. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Okay, gut. Danke für die Warnung. Ich dachte, ich bin mich selbst eingeschlossen, ne? Und wieder können wir nicht mehr zurück. Oh, zurück brauchen wir auch nicht. Okay, die ist Türrätsel. Okay, hallo. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Einfach nur zu spielen, quasi. Ah, das Spiel wieder. Du betrittst nun. Oh, du verlässt. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in. Some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Hui, viel Information fließt in den Kopf ein, also ist schon sehr interessant, was er hier uns erzählen will. Oben geblieben ist noch keiner. Aber ich habe gehört, es wird noch größere, härtere Shit auf uns zukommen. Interessant, eine große weiße Fläche. Ein Haus. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Okay. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Okay. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Okay. Ja, sehr interessant. Source Engine ist ja sehr bekannt durch Steam 12 und so weiter. Counter-Strike Source, Half-Life Source, dies das Source, dies das Source. Und hier sieht man auf einmal, hier ist dieses Restaurant, dann gehen wir rein auf einmal. Ui, was ist denn das? Mal hier, hui, Jump Run.
Scheiße, ich glaube, wir werden runterfallen. Jump-Run Skills! Oh mein Gott. Alter, wie wir es packen, Digga, wie wir es packen. Jump-Run Skills erstmal over 9000. So, ich schaff das Level, ey. So wie es vorgesehen war, Mann. Oh mein Gott, das ist extrem rutschig hier ein bisschen. Aber, ich glaube, ich werde nicht runterfallen. Ich hole meine Mario Skills raus. Da wird hier richtig schön gejumpt. Na, aber wenn ihr auch Ideen habt, wie man das so interpretieren kann und so, oder wenn ihr so irgendeinen Gedankengang, den ihr speziell findet für dieses Spiel, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich versuche auch so sehr wie möglich meinen inneren Gedankengang über das, was ich hier erlebe, quasi jetzt zu erzählen. Und ich hoffe, das könnt ihr auch schaffen. Fuck, nein, verkackt. Okay, macht eh keinen Sinn, wir landen eh hier unten. Das hätte ich schon von Anfang an runterfallen können. Ah, ich dachte jetzt, wir irgendwie sterben oder so, egal. Das war diese Glaskuppel, jetzt gehen wir mal hier runter. Und das alles nur in diesem einfachen Restaurant, ist das nicht interessant? Es ist doch kein richtiges Spiel, es ist eher eine Erzählung, eine Offenbarung, so eine Art, Dinge anders zu betrachten. Es gibt doch keine Achievements, es ist kein richtiges Spiel, du erlebst nur eine Erzählung, eine Geschichte, die dich zum Nachdenken bringt. So, ich glaube, das schafft es gerade schon gut genug, aber wir sind gerade erst meiner Meinung nach am Anfang. So, hier. Eingesperrt. Ein zurück gibt es nicht. Sieht aus wie ein Gefängnis. Ja. Oh, gut, dann werden wir von unserem Weg abgelenkt. Oh. Okay, ich wusste nicht, dass es ein Fahrstuhl ist. Wollen wir nun in diese Zelle rein, oder? Nicht. Okay, wir haben keine andere Wahl. Unsichtbare Wände blockieren unseren... This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Yeah, I don't mind that too. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Schade, kein Gag. Okay, hier geht's nicht weiter, überall weitere Gefängnisse. Interessant finde ich auch dieses Rauchen da irgendwie so. Dieses so ähnlich wie so ein Walkie-Talkie, da klingt so. Alpha Beta Delta, we're here on this mission. Yeah, what's up, guys? Okay, gut. Wieder diese interessante Glaskuppel. Alter, eine Stunde in dem Gefängnis drin, ey. GG. Das hätte das Spiel nochmal eine Stunde verlängert, Alter. Von 1,5 Stunden auf 2,5 Stunden. Und hier ist wieder das Türrätsel. Ja. With the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise, I'll share with you my interpretation very shortly. Okay, Interpretation. Naja, sagen wir mal so. Du öffnest diese Tür, tretest ein und erwartest, dass diese andere Tür sich öffnet, aber stattdessen musst du dafür sorgen, dass sich die Tür hinter dir schließt, damit du weitergehen kannst. Du kannst nicht diese Tür hinter dir einfach öffnen und dann versuchen weiterzugehen. Das kommt auch drauf, was ich gerade denke mit dieser Vergangenheit, mit der Wand dahinter. Wenn man die ganze Zeit nur auf die Vergangenheit schaut und so, dann kann man nicht in die Zukunft weiter. Das heißt, du musst deine Vergangenheit erstmal schließen, hinter dir lassen, damit du die Zukunft quasi öffnen kannst. Alter, krasse Interpretationsteil. Schreibt eure Interpretation auf.
So, sorry, ich war kurz angesprochen, nicht schlimm. So, hören. Was ist das? Hey du, kommst du von oben? Was Here, ist da? Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Okay. Hi, kommst du von oben? Was ist da oben? Hören, hören, sprechen. Ja, da gibt es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schweben diese farbigen Klötze herum. Muss es eine Rätsellösung? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hier kam. Darüber möchte ich nicht mit dir reden, schließlich kennen wir uns noch gar nicht. Ist nicht gewiss, jemand anders hat mich durchgelassen. Glaub mir, dahinüber möchtest du nicht gehen. Aber wieso sage ich nicht einfach von der anderen Seite, kann man es nicht lösen? Müssen wir raus? Aber ich bin mir sicher, da hören, also das alles, die ganzen Schriften wurden auch übersetzt. Das finde ich sehr interessant. Das Deutsche. Dann gehen wir mal weiter. Sorry, guys. Ihr müsst wohl hier bleiben. Oh, hallo. Sind wir jetzt in den Kreis gefangen oder was? Nee, jetzt ist ein anderer Weg. Und tschüss. Interessant. Sehr interessant. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Sehr komisch alles, sehr, sehr komisch, aber auch sehr interessant. Man kann sehr viel Interpretation da reinlegen, wie ihr schon gesehen habt, meinen ersten Interpretationsansatz zu den Türen. Mal schauen, was Davey hier so als Interpretationsansatz gibt. Und hier eine kleine Stadt. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Die Lampe hat eine Bedeutung. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Verlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, werden von anderen Spielen hinterlassen. Also Notizen. So. Damit verabschiede ich mich aber auch schon von diesem Part. Wir sehen uns